Wahnsinn! Dein Ernst! Das war der tiefste Tiefschnee, den ich je hatte. Ja, und damit herzlich willkommen im bekanntesten und vielleicht auch beliebtesten Skigebiet Japans. Die Rede ist von Niseko. Und früh am Morgen sehen die Liftschlangen hier teilweise so aus, ellenlang. Doch es gibt Möglichkeiten, das Ganze anders für sich zu organisieren. Das werden wir euch im Video verraten und wir nehmen euch mit in dieses große Skigebiet hier und erkunden das Ganze bei feinstem Schnee. Es hat so viel geschneit, unfassbar. So ein Service hier. Arigato. Arigato. Thank you. Es hat die letzten Tage konstant geschneit und wir reden heute über fast 50 cm Neuschnee. Das werdet ihr gleich auch sehen und ihr seht gerade Aufnahmen von gestern aus dem Ort, dann auch die Rückfahrt zu unserer Unterkunft, alles komplett eingeschneit, bis zu 3 Meter hohe Schneewände an der Straße. Es ist völlig verrückt. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit Japan und Skifahren gesammelt habt. Das würde mich interessieren, weil es sind bei den letzten Videos auch einige Fragen gekommen. Und ich möchte wissen, wie viele Videos rund um Japan wir noch erstellen sollten. Also gerne in die Kommentare und jetzt auf zur allerersten Tiefschneeabfahrt des Tages. Ein Traum. Good morning. Bus is very difficult and tired. Okay, Okay? but yeah, it looks very good. Yeah, today is very good. We are very happy to have that Yeah. much snow. Ski on the right side, Yeah, yeah, very snow and wind is west wind. okay. This is many snow blocks. There is Okay. snow, yeah, We have a look for that. yeah, Perfect. yeah. And you say it's heaven. Yeah, today is for heaven. Okay, so let's go to heaven. Thank you. It's good. Yeah. Bye bye. Have a good day. Thank you. Wow. Holy moly. Wahnsinn. Wow. Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist unfassbar. Wow. Oh mein Gott! Überall ins Gesicht dieser Tiefschnee. Ihr könnt das nicht glauben, das müsst ihr erlebt haben. Es ist so verrückt. Das war der tiefste Tiefschnee, den ich je hatte. Punkt. So krass. Oh Gott, das war unglaublich. Und das Besondere hier in Niseko habt ihr eben auch gesehen, als wir in den Bereich hineingefahren sind. Das Gate, was von der Ski Patrol geöffnet wird, stand heute auf Heaven. Ich kann es bestätigen, es ist ein Traum hier gerade zu fahren. Diese Gates sind seit 1999 hier im Gebiet in Betrieb. Dabei reden wir über 11 verschiedene Zugänge hier im Skigebiet, wo ihr lawinengesichert in den Tiefschnee hinein könnt. Doch ihr solltet natürlich Sicherheitsequipment mit dabei haben, eingeschaltetes LVS, Schaufel, Sonde und natürlich Freunde, die euch auch mit Wissen retten können im Notfall. Jetzt geht es weiter in den Tiefschnee und dann verschaffen wir uns einen Überblick über das große Skigebiet. Kommt mit!
Und hier sind wir jetzt im weißen Raum. Es schneit und schneit. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind hier im Skigebiet Niseko United und das Skigebiet liegt auf Hokkaido, der Insel im Norden Japans, wo richtig viel Schnee fällt und wo es deutlich kälter ist als auf der Hauptinsel, wo wir ja auch schon waren und euch in Videos mitgenommen haben. Das Skigebiet spannt sich über 50 Pistenkilometer auf und hat dabei 4 Teilbereiche, die alle an einem Vulkan platziert sind. Der Mount Annupuri mit 1308 Metern Höhe. Ganz links beginne ich mal mit Annupuri. Dieser Bereich gilt als ein ruhiger Bereich mit mehr japanischem Flair. Gutem Zugang zu Gates am Morgen, weil es eher ruhiger ist. Wir sind heute Morgen in Niseko Village gestartet. Dort gibt es große Resort-Hotels und eben diese lange Gondel, die euch auch zu guten Gates bringt. Das habt ihr ja gesehen. Da war aber heute Morgen auch echt eine Menge los. Und wo wir schon von einer Menge Menschen sprechen, in Grand Hirafu, dem größten Bereich des Skigebiets, ist am meisten los. Insbesondere auch unten im Ort mit vielen Après-Ski-Bars, mit vielen Gaststätten, aber auch mit viel Infrastruktur rund um den Verleih von Ski etc. Und jetzt gerade sind wir im Teilbereich Hanazono, der wiederum als ein eher ruhigerer Bereich mit viel Tiefschnee und Freeride-Möglichkeiten gilt, wie zum Beispiel den bekannten Strawberry Fields. Die werden wir jetzt gleich auch befahren. Und wenn ihr hier seid und Glück habt, dann könnt ihr auf der Gegenseite auch den kleinen Fuji sehen, den Mount Yotai. Wir hatten kein Glück, denn die Sicht ist nie aufgegangen. Es hat die ganze Zeit geschneit. Vielleicht blenden wir euch gerade aber mal ein Bild zu diesem besonderen Vulkan ein. Doch beachtet bei der Wahl eures Ausgangsorts, dass die Lifte oben am Vulkan häufig sehr windbelastet sind und damit auch häufig geschlossen sind. Wie zum Beispiel heute sind einige Lifte nicht geöffnet, sodass wir Schwierigkeiten haben, uns von A nach B im Gebiet zu bewegen. Genug der Fakten, jetzt geht es nochmal in den Tiefschnee und dann suchen wir uns was richtig Feines zu essen und nehmen euch mit in den großen Ort Grand Hirafu. Kommt mit! Das hier ist einfach ein riesiger Spielplatz durch die Wälder mit dem Tiefschnee. Der Wahnsinn. Jetzt sind wir gerade noch mal einige Abfahrten durch den Tiefschnee geflogen und das erinnert mich sehr an Rosutsu, das Skigebiet, wo wir vorgestern unterwegs waren. Ein paar Aufnahmen dazu blende ich euch gerade ein und da gibt es viele Möglichkeiten aus Niseko auch umliegende Skigebiete zu befahren. Und insbesondere dann, wenn ihr euch mit eurer eigenen Reiseorganisation nicht ganz sicher seid, dann hilft es sehr, Experten an der Hand zu haben. Und an dieser Stelle möchte ich Stumberg erwähnen, denn seit 1988 sind sie Spezialisten im Bereich der Organisation von Skisafaris, Heliski-Safaris und das vor allen Dingen auch international. Japan, Kanada, USA. Ihr könnt euch auf der Seite von Stumberg mal umschauen. Gestern waren wir zu Gast in einer Gruppe, die hier gerade in Niseko waren. Und das war unglaublich zu sehen, denn diese Gruppe hat so gut zusammengefunden. Die hatten so eine gute Zeit hier und das angeleitet von einem tollen Guide, der nicht nur tolle Tiefschneeabfahrten rausgesucht hat, sondern eben auch die verschiedenen Gebiete umliegend mit der Gruppe erkundet hat. Und die Worte, die ich mit den Teilnehmern dabei gewechselt habe, waren eindeutig. Jede Abfahrt ist ein Genuss. Du hast gute Guides, du musst dich um nichts kümmern, keine Sorgen machen, wo du wieder nach deinem Run wieder zur Piste kommst. Es ist so geil. Denn es ist ein Gesamtpaket mit Flug, Abholung am Flughafen, einem tollen Haus, das direkt hier in Niseko gelegen ist und vielem, vielem mehr. Schaut euch dabei mal um. Alles ist unten in der Beschreibung verlinkt und es gibt einen Gutscheincode, denn mit Marius 150 könnt ihr bei Reisen von Stumberg auf der ganzen Welt sparen. Also schaut euch da um, wenn ihr eine Skisafari, Heliskiing oder ähnliches buchen wollt. Und für uns geht es jetzt hier runter und dann fassen wir mal was Leckeres zu essen. Mal schauen, wie die Restaurants hier im Gebiet sind.
Was wir hier im Teilbereich Hanazono merken, ist, dass die Infrastruktur sehr modern ist für Japan. Die Gondel drüben ist wirklich neu. Hier ist ein 6er Sessellift. Sowas habe ich in Japan bisher noch gar nicht gesehen. Thank you. Frischwitz, insbesondere jetzt bei dem Lift mit Wind. Oh. Hier brauchen wir jetzt mal so eine Haube und dann ist sie nicht da. Also ich freue mich jetzt wirklich auf die Hütte langsam. Boah, kalt. Angekommen an der Hütte, jetzt wird sich aufgewärmt, jetzt werden wir uns stärken. Wir schauen jetzt mal rein, es soll sehr japanisch geprägt sein, also sehr authentische Küche und das testen wir jetzt mal. Auf geht's, Linus. Erstmal bestellen wir an so einer Maschine, kriegen dann unser Ticket und bekommen dann das Essen. Okay. Also vielleicht hier auf Seite 2 oder was ist das? Also, Essen ist bereitet. Wir haben hier ein Katsu Curry mit Chicken. Das ist eine typische Speise, die wir hier in Japan schon sehr häufig gegessen haben und die auch wirklich sehr häufig sehr lecker ist. Dann hier Udon-Nudeln mit einem Eigelb, ein bisschen Gemüse oben drauf. Ist quasi eine Suppe für uns beide, weil Linus und ich haben gerade richtig Hunger. Und dann noch ein Ramen, und zwar ein Soja-Ramen. So sieht das Ganze aus. Japanisches Hüttenessen, empfohlen von Lukas, der da drüben sitzt. Also witzig, dass er auch gerade hier ist. Ein Zuschauer, der mir vorgestern geschrieben hat, dass wir hier mal zum Essen hinkommen sollen. Er ist offensichtlich selbst Gast. Atmosphäre ist total angenehm. Nicht lang schnacken, Futter fassen. Das war jetzt sehr gut, richtig gut gestärkt, lecker gegessen nach den vielen Tiefschneeabfahrten und den kalten Temperaturen. Ein bisschen aufgewärmt. Und vielleicht habt ihr es in den Aufnahmen auch schon gesehen, die Gäste, die hier in den Hütten sitzen, sind eher nicht japanischer Herkunft, sondern vor allen Dingen australisch, vielleicht chinesisch und auch amerikanisch. Und wo das nochmal deutlicher zur Geltung kommt, ist unten im Ort. Da schauen wir uns jetzt mal um. Und hier sind wir jetzt am belebtesten Teilstück von Niseko, Grand Hirafu, und dort unten liegt auch der Ort mit zahlreichen Bars, Restaurants, Shops etc. Alles ist auf internationale Gäste ausgerichtet, wie ich eben schon erwähnt habe. Australier, Amerikaner, Chinesen, Europäer, ganz unterschiedlich. Doch was wir merken ist, der japanische Flair, der kommt hier bei weitem nicht so stark raus wie in Skigebieten auf der Hauptinsel Honshu, wo wir auch schon waren. Wenn wir uns zum Beispiel Zao Onsen anschauen oder auch Nozawa Onsen, ganz besondere kleine Skiorte mit deutlich mehr japanischer Skikultur. Hier merken wir sowohl an den Gästen als auch an der Sprache und an den Preisen, dass eben internationale Gäste hier den Hauptteil ausmachen. Was wir auch merken, ist, dass die Liftanlagen hier modernisiert wurden und dadurch sind die Preise hier auch fast doppelt so hoch wie in typisch japanischen Skigebieten. Und das bringt uns zum Fazit. Für wen lohnt sich all das hier? Genau für diejenigen unter euch, die diesen Tiefschnee einmal erleben möchten, und das in einem Gebiet, was eher westlich geprägt ist und wo ihr zum Beispiel nicht so viel Sprachbarriere habt und auf den Hütten auch mal eine Pizza, Burger etc. bekommt. Doch klar ist, dass ihr da unter zahlreichen Menschen seid und dass es eher weniger japanischen Flair hat.
Das heißt, die Puristen unter euch, die eher den japanischen Charme und die Kultur erleben möchten, sind hier nicht gut aufgehoben und auch nicht diejenigen, die Ruhe suchen. Da gibt es viele schöne kleine Gebiete, wie zum Beispiel Kiroro oder auch Rusutsu hier auf Hokkaido und einige auf der Hauptinsel, die ich euch eher ans Herz legen würde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr das Ganze für euch organisieren wollt, dann denkt auch an Stumböck. Alles dazu ist unten in der Beschreibung verlinkt mit dem Gutscheincode. Vielen Dank an Linus und euch eine weiterhin sehr gute Skisaison. Grüße aus Niseko.